Hallihallo, wieder ein Video von mir. Ihr kennt ja meine Videos zum Thema Poolroboter. Da habe ich ja schon einiges gemacht. Wir erinnern uns an den BWT-Poolroboter, wo es dann ja so ist, er darf nicht lange im Wasser bleiben. Es gibt inzwischen so viel in Sachen Poolroboter, was funktioniert, was nicht. Was absolut innovativ ist, und sowas habe ich wirklich noch nicht gesehen, ab nächstem Jahr gibt es bei der Firma Y-Bot einen Poolroboter, der sich selbst auflädt, kontaktlos, der wird, der kann sich sogar selber entleeren, da braucht dann keiner mal hin, den leer zu machen. Du hast dann nur noch eine Schublade, wo du den Müll rausholst. Die Firma, die ist so genial, die haben in Düsseldorf schon einen Shop, hier in Lyon. Ich bin also auf der Schwimmbadmesse in Lyon, das ist die größte Schwimmbadmesse Europas. Da habe ich mich jetzt schon 2 Tage umgeguckt. Und das hat mich echt nicht losgelassen, deswegen will ich euch da mal teilhaben lassen. Also, wir gucken da mal rein. So, da seht ihr, steht es groß drauf, Y-Bot. Und die haben echt einiges gemacht. Da sitzt die Ina schon. Und da will ich, glaube ich, euch gleich mal zeigen, was es da so zu sehen gibt. So, da seht ihr jetzt den Roboter, der hat tatsächlich kein Kabel. Und dann hat er hier oben eine Ladestation. Ich zeige euch das gerade von der anderen Seite. Und da hinten steht groß dran, Don't Touch. Das ist tatsächlich das erste Modell, was es so gibt. Und das wird es ab nächstes Jahr auf dem Markt geben. Jetzt guckt sich der Roboter unten um. Also ist tatsächlich wie so ein Hund. Der visiert jetzt seine Dockingstation an. Das seht ihr gleich, der macht jetzt einen Anlauf. Hat da auch eine Kamera drin. Guckt, wo er hin muss. Jetzt wird er wahrscheinlich gleich noch einen zweiten Anlauf machen. Also er visiert sich genau da rein. So, jetzt gehe ich mal schnell auf die andere Seite. So, seht ihr, da ist er schon da oben. Der hat sich jetzt eingeklinkt und entleert sich sogar selber. Seht ihr, da kommt das Wasser oben rauf. Das heißt, der nutzt seine Technologie, um den Korb leer zu machen und lädt sich sogar über Solarenergie kontaktlos auf. Seht ihr, das ist der Spülvorgang gerade in Gang. Und wenn er dann fertig ist, dann macht er weiter. Ja, seht ihr, da könnt ihr das mal sehen, hier auf der Video-Wall. Der hat da so eine Schublade drin, da bleibt der Dreck dann drin. So, jetzt haben die hier Gott sei Dank so ein Plexiglasbecken. Da können wir den Roboter jetzt sehen. Der hat sich jetzt angedockt, lädt sich auf, das Ganze über Solarstrom. Also da braucht man keine Steckdose mehr. Und das Schöne ist bei dem Roboter, der hat da sogar eine Kamera drin. Ich weiß nicht, habt ihr das vielleicht eben gesehen? In dem kann man sogar sagen, fahre mal morgens meinen Pool ab, das hat gestern so stark gestürmt, wollen wir mal gucken, was da unten drin ist. Dann macht er das, sammelt ab und gibt mir dann einen Bericht dazu, wie es im Pool ausgibt. Ja, das ist alles praktisch mit KI möglich, das kann man alles so machen. Also ich finde das einfach faszinierend. Wenn wir Glück haben, bekommen wir jetzt so einen Roboter jetzt auch, sobald er in die Produktion geht, nach Mallorca zu uns in den Laden und dann können wir den mal richtig vor Ort austesten. So, und da ist er jetzt wieder abgetaucht. Und ihr könnt auch sehen, der schwebt da teilweise in der Luft. Das heißt, damit kann er natürlich auch diese ganzen Nadeln, Laub und sowas, was da unten drin ist, das kann er alles prima aufnehmen. Also der muss ja nicht immer direkt im Kontakt sein. Das ist mit das Problem, dass da viele Sachen dann verkleben. Und eben, das ist jetzt die Rückseite. Ich gucke mal, ob der das gleich nochmal dreht. Da ist nämlich eine Kamera und diese Kamera, die kann den Pool richtig untersuchen. Die kann also mit KI feststellen, was da am Boden ist. Ist da jetzt mehr Staub? Sind da mehr Blätter unten? Oder wie sieht es aus? So, ich gehe da nochmal hin, fährt wieder nach oben. Gucken wir uns nochmal die Kamera an. Ja, so, da könnt ihr sehen, in der Mitte auf dem Roboter ist eine Kamera und die macht dann die Untersuchung mit der KI. Einfach faszinierend. So, wenn ihr euch mal einen Poolroboter für zu Hause kaufen wollt, das soll jetzt nicht so ein komplettes High-End-Gerät sein mit Selbstentleerung. Was wichtig ist, dass man so einen Korb hat, der Vorfilterung macht. Was Tolle bei Y-Botics ist, die haben hier noch so eine Kassette drin und da kann ich verschieden starke Schwämme reinmachen, um damit auch diese Sachen wie Sahara-Staub abzufiltern. Die meisten billigen Poolroboter, die haben einfach so einen Korb und der ist nicht mal so fein wie dieser, der ist viel grober. Und um jetzt das hier als Pre-Filter zu nutzen, dann kommt dieser zweite Filter, ist das eine optimale Sache. Ich kann den Schwamm rausnehmen, kann ihn spülen und einfach
optimal gelöst und ja, das Ganze tatsächlich, das Ganze made in China. Also die Chinesen sind, was das betrifft, ganz vorne an. Die haben eine Firma, wo nicht so viele Leute arbeiten, 4000 Leute, und die schaffen dann solche starken Dinge. Also die können sehr schnell auch Kundenwünsche umsetzen. Das war so der Wunsch von ganz vielen Kunden, dass sie sagen, ja, ich bin doch gar nicht da. Ich habe ein Haus auf Mallorca, bin nicht da. Ich möchte aber trotzdem wissen, was in meinem Pool los ist. Und das geht natürlich dann mit KI. Da kann ich solche Sachen dann ganz einfach lösen, weil wenn da eine Kamera ist, die erkennt, aha, da liegt jetzt Laub oder vom Sahara-Staub, der Boden ist verunreinigt oder da ist vielleicht was in den Pool reingefallen, was da nicht hingehört. Alles das kann ich ja mit solchen Dingen machen. Also das Thema KI ist tatsächlich in der Schwimmbadtechnik auch schon angekommen. Ja, und wie gesagt, Solar hat das Ding auch, ein Solarpanel, und für Mallorca ist es doch optimal. Es ist immer Sonne da, brauche ich dann nicht mal eine Steckdose, um meinen Roboter zu laden. Ja, wie gesagt, don't judge me. Wie gesagt, es ist das erste Modell noch nicht auf dem Markt. Ab nächstem Jahr soll es dann soweit sein. Ja, hier sind dann nebenan noch mal andere Roboter. Es gibt dann das gleiche nochmal in abgespeckter Version. Ein Roboter, der sich in seiner Ladestation zurechtfindet, den ich dann noch selber lernen muss. Aber dass sich ein Poolroboter selber leert, so wie das dieser hier macht, das habe ich noch nicht gesehen. Das ist wirklich das erste Mal. Und da fährt er schon wieder nach oben. Ja, und das Wasser, das wird dann nicht mehr verschwendet, sondern in den Pool zurückgespült, wie sich das gehört. Also, ja. Was ich jetzt leider nicht aufmachen kann, ist diese Schublade hier vorne. Da könnte ich nämlich jetzt den Dreck rausholen. Was ihr da oben übrigens seht, das ist ein Poolroboter, der die Oberfläche bearbeitet. Das heißt, wenn ihr so Laub auf der Oberfläche habt, dann wird das abgesammelt. So ein sogenannter Skimmer-Roboter. Der sammelt die Oberfläche ab. Darunter schwimmt dann der Kollege, der den Untergrund und die Wände macht. Also, ja, gibt nicht, was es nicht gibt. Ja, das war es. Ein kurzes, kleines, aber feines Video. Und ich muss mich da bei Robotics bedanken, denn vielleicht kriegen wir ja so einen Roboter, dass wir den auf Mallorca mal ausprobieren können. Dann machen wir da mal ein komplettes Video. Aber das war echt mein Highlight hier auf der Messe. Ein Poolroboter mit KI, und wenn der dann auch noch wasserdicht ist, dann bin ich absolut glücklich. Schreibt mal ein bisschen was in die Kommentare und wir sehen uns dann im nächsten Video. Ciao!